Sam Sulek, der hat vor 5 Tagen mal ein Beintraining gepostet und Full Day of Eating. Wir machen das so wie immer. Wir skippen immer, gucken uns seine Meals an, gucken uns ein bisschen was vom Beintraining an. Und ich hoffe mal, dass der die Haxen auspackt oder wenigstens einen Formcheck macht. Aber wir gucken uns natürlich erstmal in erster Stelle, wenn es um Sam Sulek geht, ist es natürlich immer wichtig, was ist der denn aktuell, ja? Pumping with MS abonniert, vielen lieben Dank und let's go mit Sam. Can you believe it? Ja, ich kann belieben. Kellogg's mit Milch zum Frühstück, beste. Finally back. Well, finally back to... Haare auch ein bisschen kürzer, neue Cappy am Start, läuft bei ihm. Auditore 89, danke dir fürs Abo mit Prime. Look at the food intake. So I've already got 3 servings of Chex. I was actually kind of disappointed. I was scanning around the kitchen. Der sieht auf jeden Fall sehr massiv aus in dem Shirt, ne? I was looking for a box of Golden Grams that used to be floating around in here. Somebody must have finished them off. But, you know, whatever. Simple carb. I know some dudes would pretty much hype up the Chex over any other kind of cereal just because it's rice-based rather than, like, you know, grain or wheat or whatever. But it's, to me, I'm looking at 120 grams of carbs. There's like 3 grams of fat. Basically, I mean... Bei mir gibt's sowas immer Post-Workout. That's actually not true. I was about to say negligible. No. Aber im Aufbau, wenn du es gut verträgst, gut verdaust, kannst du es auch als Carbquelle nutzen im Aufbau zum Frühstück, gar kein Problem, ne? Do not even think about Brosep wird das auch kurz vom Wettkampf als Frühstück nehmen. Das ist normal. skipping. Hauptsache es passt am Ende in die Makros rein, ne? Like I just looked up the nutrition label, right? Per serving 1 gram of fat in, you know, this little dry Chex. Don't just skip over that. That's the Ja, so ein Porno-Ohrring hat der, sehe ich gerade, der Sam. absolute worst Fake Stoffer, danke fürs Prime-Abo. mistake you could do. In a bulking context, it's not bad, right? Because, of course, you'd be eating more food than you're really tracking. But if you're trying to diet down, you know, you've got to be OCD Mr. Monk level. Like any amount of ketchup you get, that's 3 grams of carbs. Any amount of extra oil you put in the pan when you made some eggs, that's 5 grams of fat. You know, when it comes to my dieting. Enrico, ja, ihr habt es gesehen bei mir in der Story. Schreibt einer, kommt der Rico auch noch. Ich werde gefaked auf irgendwelchen Dating-Plattformen. Lovo, Tinder, Minder, keine Ahnung, irgend so ein Typ. Nimmt meine Bilder von Insta, gibt sich als Enrico aus. Keine Ahnung, was der damit vorhat. Wenn es mal zu einem Treffen kommt, wer kommt denn dann? So ein Jens, so ein 55-jähriger fetter Jens. Leute, habt ihr keine Hobbys? Hört auf damit. Also, falls mich irgendeiner sieht auf irgendeiner Dating-Plattform, hatte ich nie, werde ich niemals haben. Das bin nicht ich, das sind irgendwelche Fakes, Freunde. Ja. Not style, but maybe theory, if you could call it that. Calories is the #1 factor, right? Because you got to remember, I could eat as perfect food as I want, train as hard as I want for years on end, but if I don't eat enough calories to be in a calorie surplus and actually deposit, well, mass, but primarily muscle onto my frame, I'm not going to get anywhere. I mean, I'll look like a freak, but I'll still be like 220. You know, the only way to actually gain weight is to eat calories in excess of what your body is burning per day. So, also, wir wollen natürlich gucken, was er frisst. Also, erste Mahlzeit hat der 120 Gramm Carbs aus den Kellogg's. Ja, da müsste der ungefähr so 140 Gramm, 150 Gramm davon essen. Mal sagen 150. Wie viel Milch knallt er sich denn da rein? Das will ich auch mal sehen. Anytime you're eating anything, at least as often as you can, food scale is going to come in crazy fucking handy. But let's pour on, I don't know, 3 Das ist wahrscheinlich auch noch die Vollmilch, die leckere. cups of milk or so. 3 cups of milk, okay? That'd be 720 grams. Perfect. So 3 servings. So that puts me about 170 grams of carbs, 25 grams of protein, and about 25 grams of fat Sehr wenig Protein, ne? for this whole bowl. Für so eine Mahlzeit, für so einen schweren Bodybuilder. So that's however many calories. I don't. I'll do the math in the end. I'll add like a counter. Like it was kind of confusing a little bit last Nimm doch wenigstens noch einen Shake dazu, Alter. Ein Whey Shake oder Isolat. time. So Deine Muskeln werden dir danken, Sam. each meal, I'll just write out the macros. Ah,
das finde ich gut mit den Makros. And then at the end of the day, I'll write out the total. Sehr schön, das mag ich auch. So I'll just sit here for, I don't know, 5 minutes, however long it takes me to get this down, and then go do cardio. So this is the pre-cardio meal. Ah. Der macht alles irgendwie anders, ne? Warum macht der nicht erst Cardio und frisst das dann? Warum haut er sich Milch und Kelloggs? Egal. Das ist Sam Sulek, Freund. Er soll es einfach machen. Fasted, it's not gonna make a fucking difference. Okay, er meint, es macht keinen Unterschied. Also ich würde, wenn ich mich entscheiden könnte, vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück, Cardio safe vor dem Frühstück. Man fühlt sich einfach besser, vitaler, nach so einer fetten Portion mit so viel Milch, Digga, da hätte ich gar keinen Bock zu radeln. Ich müsste nochmal eine Stunde, 1,5 chillen, ja, damit das verdaut und damit ich das nicht im Magen rumschwirrt, ne? Naja. And if you're bulking, I think a big breakfast, or at least a moderately sized breakfast, is gonna make it a bit easier. Because you gotta remember, if you do no breakfast, and like let's say you're going to school, so you don't eat anything until lunch, then that means you've only got from lunch till whenever you go. Okay, jetzt erklärt der Rums, was für ihn keinen Unterschied macht, aber das ist uninteressant. Wir gehen jetzt rüber zum zweiten Meal. Der geht direkt rüber. Das kommt jetzt direkt. That's your window, complete day. So. All right, so apart from any, you know, maybe tweets, apart from any So eine richtige Leder-Ostblock-Couch, Alter, geil. Die ist bestimmt 30 Jahre alt. treats or anything that I might have before I go train, this will pretty much be the pre-workout meal. This is one I've kind of been loving. So obviously, I actually go out of my way, cook steak. Usually I'm kind of lazy. I like getting a lot of pre-made food. Kartoffelpüree? Like a Costco huge 15-pound turkey breast and just cut chunks off. But the steaks I've been loving. So about a pound of steak, 100 grams of protein. I'd usually just do one of these. Like Pound, was ist ein Pound, Freunde? Der kommt da auf 100 Gramm Eiweiß in dieser Mahlzeit. 8 ounces. But since breakfast was kind of lower on protein, I'll just double up. And then Das müssten dann fast ein halbes Kilo sein, damit er auf 100 Gramm Proteins kommt, ne? Ja, ein halbes Kilo. pre-made kind of, I forget the brand, but it's like a 5-serving thing of mashed potatoes. So all this adds up. Okay, und dann hat er noch tatsächlich hier so Stampfkartoffel oder Kartoffelpüree. So, danach geht der Kollege ins Training. Wahrscheinlich gibt es dann noch Intra, wie wir hier sehen. Da hat er so eine Gallone mit Intra, da sind wahrscheinlich Intra-Carbs. Und jetzt gucken wir uns mal die häufigst wiederholte Stelle an aus dem gesamten Video, ist, wie der Kollege hier den Beinbeuger zerlegt. Das schauen wir uns mal an. And move on. Weil sein Trainingsstil unterscheidet sich ja auch von vielen anderen Bodybuildern, ne? But if I feel like I'd benefit from one more set, I think you know what I'm going to do. Aber der schießt sich immer aus dem Leben. Battle Monster IP. Danke dir fürs Prime-Abo, Digga. So, dann wollen wir mal. Full Steak. Also 5 schnelle Full Range of Motion Reps und danach kommen halbe, weil er das nicht mehr hochkriegt. Und der Kumpel im Hintergrund, der hat Beine geskippt. Oh my God. Okay. Let me think about it for a moment. I'll see how I feel in like a minute. Bruder, was macht der da, der Kollege hier im Hintergrund? Habt ihr den gesehen? Der hier, was ist der am Beten, Alter? Richtiger Sensei. G. Jetzt guckt er sich ein bisschen im Spiegel an. Yeah, keep going. Like 5 more.
One more. Oh my God. Okay. Da kommt gleich die Milch hoch, Alter, geil. That's enough. Er betet, dass er PR schafft. Geil, Alter. Sometimes I start off quads with light squeezing sets, 20 reps, hold it for a moment, back down. Obviously a short moment, but still a moment. But I think today I want to get back to I don't want to say my roots, but a real simple set. So full stack, double leg, just burn out. Quick reps, obviously with reasonable control. I'm not gonna launch the weight so fast that the fucking stack flies up in the air and then clangs against the machine. I have to catch it. But ja, so sollte man auch nicht trainieren, ne? Mit Gewalt. Also schon kontrolliert trainieren. Macht er schon richtig. Definitely more of a... Schöne Grüße aus dem JVA, Ronsi. Deine Streams sind die Rettung am Abend hier. Habt ihr da Fernsehen oder was? Geil, Digga. Ich war mal eine Woche in JVA Remscheid, Masurenstraße, oder war das Ronsdorf? Jugendarrest. Eine Woche aber nur. Lange Zeit, lange Geschichte, ohne Sinn. Deswegen. Aber da war 1 Stunde Freigang am Tag, Digga. Das war scheiße. Rest auf Zelle, ohne Fernseher, ohne nix. War ich aber 16 Jahre alt, ich hab Scheiße gebaut. So, das ist aber scheißegal. Wir gehen jetzt auf Sam wieder ein und liebe Grüße in die Knastanstalt zurück. Fatigue-focused set, rather than Und wenn du wieder rauskommst, bau bitte keine Scheiße, Junge. Da sollst du nicht mehr sitzen. a squeeze-focused set, if you get what I'm getting at. But if I do a set real light squeeze versus one like this, as long as I push it, and I know I'm right at that cusp of obviously pure, complete muscular failure, you're kind of limited by your mind's capabilities. Like if you were to stick electrodes on my quads after I finish this set, they probably have more in the tank, but I'm gonna try to push it as hard as I can. And if you know you're doing that for real and you're not joking, it's hard to have a bad fucking set. So let's just get hyped up and do it. Okay, Arsch komplett in der Luft. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Hauptsache der Stack knallt nach oben. Junge, was ist das bitte für eine verdammte Ausführung, Bruder? Was für Control? Ja, Mann, das denke ich mir gerade auch. Ich schwör's euch, wenn der sich diese Videos in 5 bis 6 Jahren anguckt, wird er jeden Move, jede Wiederholung bereuen. Ich schwöre es euch. Sam ist einfach der Wahnsinn, Digga. Der Typ hat's in dem alle. I think I'm gonna do a squeezing set the next one. Lighter and slower. Single. So, jetzt leg. macht er den Squeezing Set. Lighter and slower. Mal gucken. Das ist der langsame Squeezing Set, okay. So, naja, also Trainingsstil hat er tatsächlich noch nicht geändert, aber er zeigt seine Beine und darauf bin ich mal gespannt, weil die haben wir lange nicht mehr gesehen, nur am Anfang, als wir letztes Jahr im Sommer Sam Sulek entdeckt haben. Da haben wir uns einmal ein Beinvideo reingezogen, jetzt gibt es mal ein Update. Ich bin mal gespannt, was sich getan hat, weil der gibt ja Gas. This shirt. Aber man sieht schon, durch die kurze Hose, da ist auf jeden Fall was vorhanden, Digga. Brutal. Was not too tough.
Und der squattet ja übertrieben krass. Der hat ja richtig Kraft, ne, was Squatten, freie Squats angeht. Haben wir doch gesehen im Roland Sulek, der das bewertet hat in der Reaction. When I walked in, that's for fucking sure. So let's roll these bad boys up. Ja, Quads kommen dick. Da ist eine gute Beule, Digga. And see how the fucking legs are looking underneath. Ich schwör's euch, der hat sehr ähnliche Beine zu meinen. Ohne Witz. Auf Pump sieht das ähnlich aus. Ähnlich beschissen. Oh shit, I gotta stand right between this fucking pole. I like it. What do you think? Dorfmädel, danke dir für dieses wunderschöne Abo hier mit Prime. 17 Monate, Wahnsinn. Certainly not nothing. Oh, this is what Ich schwör's euch, der hat ähnliche Beinstruktur wie ich. Ich habe jetzt letztes Mal, ich wollte euch das mal zeigen, mal ein Bild gemacht von meinen Beinen. Na, warte mal, ein bisschen hell. Das sieht wirklich, muss ich euch ehrlich sagen, warte mal von vorne. Natürlich sind die bei dem ein bisschen dicker. Aber diese Struktur, was die Muskeln angeht, die ist sehr ähnlich. Findet ihr nicht auch? Kommt schon hin, ne? Bisschen so von der Form. Der hat natürlich ein bisschen mehr äußeren Schwung. Aber als die Beine bei mir vor der Verletzung, da hatte ich tatsächlich, waren die ein bisschen massiver. Da war das tatsächlich, erinnert mich das voll krass von der Beinstruktur, von der Form an meine Beine. Natürlich sind die ein bisschen fetter. Ja. Aber die sind gut, hätte ich nicht gedacht. Die sind gut massiv geworden, Digga. I like it. What do you think? Gluteus kommt auch gut. Waden auch. Certainly not Wade können ein bisschen dicker sein von der Seite. nothing. Beuger können auch von der Seite ein bisschen mehr Fleisch vertragen. Oh, this is what I'm going for too. Genau. That line of separation between quad and hamstring. Okay, von hinten ist die Wade gut. Oh man, dude, I am fucking beyond cooked. Oh, but pumped, fatigued. Those hard sets on that machine hack squat really took a lot out of me, more than expected. But So, gehen wir weiter zur nächsten Mahlzeit, die der Sam sich da einverleibt. Wieder gibt's Steak. intra-workout was 100 grams of carbs in the hostile body. Habe ich gesagt, Intra-Workout 100 Gramm auf Carbs. Also nochmal 400 Kalorien. Oh, yeah, I forgot about that. I was doing the blue Gatorade. You know, if you're curious why the cluster dextrin shake isn't back yet, the post-workout instant 50 to 100 grams of carbs plus 20-ish grams of protein. Nach dem Training hat er nochmal einen Shake gehabt mit Clusterdextrin und Proteins. 50 bis 100 Gramm nimmt er da und 25 Gramm Proteine. Onkel Marek abonniert, vielen lieben Dank. Und More Man 68 ebenfalls, Dankeschön. I'm kind of saving it for later. That's I don't want to call it like a last resort, but in a way, it kind of is. I mean, it's a super easy, like pretty much 500 calories, you know, just like that. So I might say Ja, Thunfisch, nimm dir mal ein Beispiel dran. Just like that, 500 Calories, Junge. Und der ist da im Kämpfen mit seinen 3000 Kalorien, die der kaum runterbekommt. that for later. Like once 5,000 or so calories gets a little bit more difficult, or let's say not difficult, but it becomes my new baseline. Then adding that big shake post-workout, that'll definitely put me over the edge back into, you know, maintaining growth. So I kind of jumped the gun a little bit while the water was boiling for the ramen. I was already picking at the flank Ramen knallt er sich als Carbs rein, geiler Typ. steak that my dad made earlier. So basic premise, Schön Glutamatbombe. 12 ounces of flank steak, 2 packs of chicken ramen. So 100-ish grams of carbs right here. And 100 Grams of Zusatzstoffe und aber lecker, ja klar, schmeckt. 14 of fat, Gemüse gibt es bei ihm gar keins. 75 grams of protein. About, I think I said 10. I might actually go back and then change it. It's probably more like at least 17 grams of fat. So I'll add that up and put it wherever.
But not a lot of crazy treats today. Wollte der nicht irgendwie die Gesamtmakrobilanz einblenden? Though, when it comes to the actual kinds of foods that I'm eating, for the most part, I do look at it as calories in, calories out, right? How many carbs are in it, how many fats are in it, how much protein is in it. But protein is a little different. I do definitely put a lot of emphasis on making sure that the 250 grams of protein that I'm getting in per day 250 Gramm Protein frisst er am Tag, okay? is from a high quality source. You know, you can look this up. It's I forget the exact term, but it's like the protein grading scale. So it's basically 0 to 100, right? 100 obviously being the best, 0 being the worst. And historically, I've kind of had a habit Nee, in der Beschreibung auch nicht. of not really tracking protein from, you know, breads, really just any kind of non-protein source. Like it said there's like 8 grams of protein in this ramen. From what? From the rice? Look, it's not like it's not nothing. And in a dieting context, you do need to take that into account. Since the proteins are going to count as calories, it is going to count as energy towards your total consumption. Ja gut, aber jetzt Proteine aus den Ramen oder aus Reis, diese paar Gramm, die du hast, das sind keine vollwertigen Proteine mit einem guten Aminosäurenprofil. Einzige, was dir gut ist, ist das Steak, ja. Ramen ist geil, schmeckt brutal, kann man als Carbquelle benutzen, aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche hochwertigen Proteine enthalten sind. Auf gar keinen Fall. Ja, Mikronährstoffe und Ballaststoffe kennt der Sam gar nicht. Today. But in a bulking context, I want to make sure that every gram of the 250 I'm getting is from, you know, pretty much up in that 90 range. And that's where you're going to see, I haven't looked at it for a while, but it's chicken, milk, steak, fish, eggs. What else am I missing? Yeah. Bruder, der macht das safe mit dem Dingens. Mit dem Pulver vom Ramen. In your hydration level. I'm not super informed on like peaking for like a bodybuilding show or water weight cuts if you're like a UFC guy. But that's the kind of stuff that they're messing with. But let's say you're even getting 5 grams of salt a day, or, you know, 5 to 10, whatever. As long as you're getting a good amount of fluids in your system and you're actually drinking a lot of water, not just like 2 cups of these a day. I mean, like, you know, half gallons, at least a half gallon. You're never going to get wrong with a whole gallon per day. Then don't worry about it. Do not freaking worry about it. If anything, having extra salts and electrolytes is just going to make you more hydrated when you couple that with all the fluids you're intaking. But So, guten Appetit, Sam. Ja, das war's mit dem Full Day of Eating. Tatsächlich Post- und Intra-Shake. 2 Mahlzeiten vorne, 3 feste Mahlzeiten, heftig, ne? Und damit ist er am Balken. Der kommt auf seine, was hat er gesagt? Man hatte hier leider keine, er hat zwar am Anfang gesagt, der blendet am Ende die ganzen Makronährstoffe ein, aber irgendwie ist hier nichts, ja? Schade. Naja. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.